Dieser Arm hier verkauft den Move mehr als alles andere. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück hier auf dem Uncut-Kanal. Wir gucken uns heute Sports, the Crossover on Display from the New York Times an. Ganz witziger Zufall, ich zeige euch hier kurz mal was. Und zwar droppt heute auf dem Hauptkanal ein Allen Iverson Video, wo ich seinen Crossover gegen Michael Jordan in 10 Minuten wirklich Frame für Frame und Bewegung für Bewegung auseinandernehme, was genau passiert ist, damit dieser kleine Rookie Guard hier einen der besten Verteidiger aller Zeiten crossen kann. Dafür habe ich natürlich unglaublich viel Material gesammelt und witzigerweise auch Teile aus dieser Doku hier, ohne dass ich es wusste. Manchmal, bevor ich auf ein Video reagiere, schaue ich mir hier so den Zahlenstrahl oder diesen Strahler einmal durch, einfach nur um zu gucken, ob da genug Material sein wird, was mich interessiert oder nicht. Und dann bin ich hier drauf gestoßen, dass ich hier beispielsweise Dwyane habe und dann hier Allen Iverson. So, und das ist zufälligerweise der gleiche Clip, den ich hier verwendet habe, aber aus einem anderen Video hatte. Also ich wusste nicht, dass das aus irgendeiner Doku aus der New York Times ist. Long story short, ich wollte heute sowieso was über Iverson machen, ich wollte sowieso was über Crossover machen und deswegen bin ich über dieses Video gestolpert und fand es jetzt einfach ganz witzig, dass es zufällig das Video ist, was ich schon verwendet habe, ohne aber zu wissen, dass es aus diesem Video kommt. Three-point shooting late tonight. I expect him to break loose. Speaking of breaking Okay, also wir bekommen erstmal so eine kleine Geschichtsstunde. Wir hatten Pearl Washington, dann hatten wir Tim Hardaway, jetzt Allen Iverson. Der Crossover ist ja sehr berühmt geworden, vor allem durch Tim Hardaway und durch Allen Iverson. Wobei beide einen sehr unterschiedlichen Cross haben. Tim Hardaway ist eher klein und tight mit dem Handle. Iverson ist eher ein bisschen immer hier draußen. The crossover, a move based on quickness and fakery, is a lethal weapon used by the game's best ball handlers. Those who master it have been called ankle breakers for their ability to send defenders falling in embarrassment. Dwyane Wade has a deadly crossover. He explains his technique and the players who inspired him. Dwyane hatte immer so einen krassen Jump in seinem Crossover. Guckt euch das nochmal an. Dwyane Wade has a deadly... Habt ihr gesehen, er geht so richtig hoch und dann wieder zurück. First of all, the crossover is effective because it gives you space. What I'm doing mostly is I'm coming at a guy and I'm acting like I'm going one direction. So my body is going forward and with a step, but then I'm bringing it back real quick. And once I bring it back, that gives me the second to be able to go into my next move. Well, who inspired me? I mean... So, was ich festgestellt habe, einfach nur mal bei dem Thema hier zu bleiben, diese Hand hier oder dieser Arm hier verkauft den Move mehr als alles andere, meiner Meinung nach, weil du willst ja suggerieren dem Gegenspieler, dass du in die eine Richtung ziehst, ja, du ziehst in diese Richtung, deswegen dribbelst du dahin. Wenn du jetzt aber nur so machst und der Arm ist hier draußen, dann fakest du nicht richtig, dass du in die Richtung gehen würdest. Denn wenn du in die Richtung gehen würdest, wäre dein Arm angelegt und du würdest eher in die Richtung sprinten. Also du hättest hier den Ball und würdest hier mit dem Arm versuchen vorbeizugehen. Und das ist genau das, was hier auch diese Figur zeigt. Sie shiftet das ganze Momentum in die eine Richtung und dazu gehört eben auch der Arm. Und dann ziehst du den Ball zurück. Und das finde ich bei Iverson und bei Dwyane sehr, sehr auffällig, immer wenn sie ihre Crossover machen, dass sie es halt krass mit dem Arm auch verkaufen. Well, who inspired me? I mean, I would have to say probably Allen Iverson probably inspired me growing up because, you know, it was a time, it was more legal then to do some of the things he was doing, but it was a time when he came out with the hang crossover. When he first came to the league, he was doing that crossover, and what happened, the refs were starting to call carry. I just remember Daran erinnere ich mich auch noch, dass es lange eine Kontroverse gab um Iverson, ob er den Ball jetzt eigentlich carried oder nicht. Iverson war immer sehr nah dran an dem Carry. Ich fand aber nicht wirklich, dass es Carrying war. Er hatte am Ende so einen kleinen Shimmy noch immer drin, aber auch der ging meiner Meinung nach nur so weit, dass die Hand eben so in der Luft stand, der Ball hier dran lag, aber es war nicht so. Das ist zumindest mein Empfinden, wenn ich Iversons Crossover analysiere. being able to do it all of the time, and then once it got that effective, then that's when it started getting called a lot. It was cool. He had commercials about it, so he kind of broke it down so you can see the breakdown of how to do the crossover.
For a guy to be that small, to use his crossover to get airspace, to get up into his jump shot over bigger defenders. At the time, I was very small, so not only was it cool to do, it also was something that I can use in my game. Ist ganz nice, so die Perspektive von Dwyane zu hören. I remember the one that he crossed Michael Jordan over. Twice, he crossed him over this way. Darüber reden wir heute. Genau das wird heute das Thema sein im Hauptkanal-Video. Über 10 Minuten Analyse zu dem Video. And crossed him over the other way and he hit the jump shot. So that also made it cool for everyone to want to do. I used to always tell my friends, you know, when I get on that stage, I'm gonna try my move on the best. Sagt's keinem weiter, aber das war genau der Clip, der heute bei mir im Hauptkanal-Video erscheinen wird. And I never forget to play, you know, I never forget. Er carryt ihn nicht. Er lässt den Ball einfach nur sehr weit in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Er lässt den Ball sozusagen einfach den Platz und kontrolliert ihn mit der Hand, aber er carryt ihn meiner Meinung nach nicht. Wer carryt, sind die ganzen oder viele der And-One-Spieler. Also ein Professor carryt eine Menge. Ein Hot Sauce hat unfassbar viel gecarryt. Aber Iverson, ich finde, dass es clean ist. Coming off the screen and him switching and Phil Jackson hollering his name. Telling him to, you know, switch out on me. And then I gave him the first little one and I seen that, you know, he was biting on it. And then I hit him with the second one. And ich halte mich jetzt extra zurück, weil sonst würde ich jetzt das ganze Video später spoilern. Made the shot. But the craziest thing about it is I hit him with my best move and he still almost blocked it. Was total klar ist, weil Iverson 1,80 war und Michael Jordan 1,98. Egal wie viel Separation du schaffst, egal wie viel Platz du schaffst, ein Michael Jordan mit seiner Athletik, seiner Größe, seiner Spannweite wird immer daran kommen, wenn du nur ein 1,80 großer Guard bist. That was so crazy about it. That just let you know how great of a defensive player that he was. I first learned the crossover at Georgetown. I had a teammate, Dean Barry, and man, I had to guard him in practice. He was a walk-on player. He used to hit me with it all the time, every day. And you know, at some point, my ego, I'm not gonna ask this guy how to teach me how to do it. But at some point, I was like, man, the move is so vicious. I gotta ask him. The first time the crossover came was, you know, it came in stages. Okay, sie haben ein Interview mit Dean Barry. Das habe ich auch in der Recherche gefunden. Das war aber aus einem anderen Video. Das war nicht das Times-Video. Aber ich meine, ich habe was gefunden, wo Iverson auch über Dean Barry redet. Und dann hatte ich nur seine Stats bei Georgetown, weil er war ja nur ein Walk-On. Der hat gar nicht groß gespielt. Und die haben ein Interview mit ihm. Oh, sick. I think seeing John Stockton, I would drop it. Mike Miller damals bei den Magic sieht mega. Sieht aus wie Oliver Miller. Seeing, you know, Kenny Anderson, I would give it a little shoulder action and change directions. Seeing Tim Hardaway, I realized I need to get a little lower to the ground. You know, who has a better crossover, Dean Barry or Allen Iverson? Yeah, you ask Allen, he'll probably say him. But you know, the student can never beat the teacher. Das weiß ich nicht. Da gehe ich, glaube ich, nicht mit, weil ein Spieler wie Allen Iverson, der alle physischen Tools hat, um einer der besten Spieler der Welt zu sein, wenn der dann deinen Move nimmt und den in sein Arsenal aufnimmt und das noch verbindet mit dem, was er kann, würde ich schon sagen, dass Iverson wahrscheinlich den besseren Crossover insgesamt hat. Best crossover by far ever. Because I put it on that platform, on the biggest stage ever. Tim Hardaway has the best crossover. AI has the easier one to do, but Tim Hardaway's is still to this day is hard. Ja, Tim Hardaway ist so interessant, weil ich dachte eigentlich immer, der Tim Hardaway Crossover müsste einfacher sein zum Lernen, aber der verlangt so viel Timing und einfach so ein hartes Ballhandling, weil Tim Hardaway ist einfach einmal durch die Beine, zack, wieder rüber und du musst dabei auch irgendwie alles mit Blicken machen. Du machst nicht wirklich was mit dem Arm, sondern es ist einfach so tak, 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 tak. Da kann jetzt gerne einer ein Meme draus machen, tak, 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 tak. Aber das ist für mich der Hardaway Crossover und ich dachte immer, weil das Handling halt tighter ist, dass es leichter wäre, aber ich habe jetzt auch gemerkt, eigentlich ist der Iverson Crossover leichter, weil du einfach gar nicht so viel den Ball groß kontrollieren musst. Der Ball geht einfach darüber. Du fakest, als würdest du in die Richtung gehen und dann ziehst du ihn halt zurück. Aber du hast ein bisschen mehr Freiraum, finde ich, bei dem Iverson Crossover. It was probably the most effective crossover, but you don't see a lot of guys doing it because a lot of guys can't do it. I mean, Tim Hardaway used to come at people, 100 miles an hour and change directions 2 ways. He'll go bing, bing, real fast, and that's hard for a lot of people.
Ich habe Tak Tak gesagt, er sagt Bing Bing. Bada Bing, blow your brains out. Wer die Reference checkt, Shoutout. Tim Hardaway is probably the toughest. You get beat up, people had their forearms on you, they could hand check you and all that. So for us to get past that, we had to work on our game to get a move to get past people. Ich muss sagen, ich mag Tim Hardaway nicht persönlich als Mensch und irgendwie hat er auch immer was Negatives zu sagen und er hat auch, ich will es jetzt nicht extra aufmachen, aber es gibt genug Sachen so von Tim Hardaway, die er gesagt hat, bestimmte Meinungen, die er vertritt oder vertreten hat und dann sie nur geändert hat, weil es rausgekommen ist. I don't know, ich bin nicht cool mit ihm als Mensch. I saw Pearl Washington one day. I was like, wow, I want to do that move. I went out there and started practicing the move. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich kenne Pearl Washington nicht. Also ich kenne eine Menge alter Spieler und dachte auch, dass ich ganz fit bin, so in der History of Crossover, aber Pearl Washington, ich kenne Earl the Pearl Monroe, ich kenne Earl Manigault, ich kenne Tiny Archibald, das sind alles Ballhändler von früher, die meiner Meinung nach irgendwo was mit dem Crossover zu tun hatten, aber Pearl Washington, And I could do the in and out, but it just didn't feel right to me. I started doing it my way. So I used to come and cross and put it between my legs, then bring it back in front of you and cross you over and have a... Das ist gut animiert. Der Crossover von Tim Hardaway hat so ein krasses Vorwärtsmomentum, oder? Also er geht durch die Beine und wenn er dann zurückkommt, fällt er schon fast so nach vorne. Ich habe den Cross von Tim Hardaway noch nicht ganz entschlüsselt. Free lane to lane. You know, what I put out there from all the work that I did to master that move, people see that move and they use it in their arsenal or their game. Allen Iverson was great at it. Hardaway was great at it too also. When I was younger, you know, out in the playgrounds over the Howard houses where I used to live at, one of the things I seen when I did the crossover by being low to the ground, it's much easier to do your crossover because it's hard for somebody to try to take the ball from you when you're down low. 100%. Deswegen sind die kleinen Spieler auch meistens die besseren Ballhändler irgendwo ab einer gewissen Größe. Wenn der Verteidiger kleiner ist als du, wird er trotzdem irgendwie an den Ball kommen. Wenn wir aber wieder zu dem Beispiel gehen, Iverson gegen Jordan, du hast einen 1,80 Spieler gegen einen 1,98 Spieler. Wenn Iverson richtig low geht und anfängt da zu dribbeln und da seine Moves zu machen, egal wie tief du da gehst als Michael Jordan, du kommst nicht an diesen Ball. When I think of Dwyane Wade, I just think of somebody who's just a phenomenal athlete. He's only about 6'4", 6'5". You see a guy who could, you know, cross you over and then step back, shoot a jump shot, or go to the basket and dunk on you. I mean, that's just unbelievable. Most of the new guys. Ich habe das Gefühl, die haben ihn hier gerade gefragt zu D-Wade, weil sie wussten, sie haben D-Wade in der Doku. Und dann hat Pearl Washington aber gar nichts zu seinem Crossover gesagt, sondern einfach nur, ja, Dwyane Wade ist ein guter Athlet und der kann gut zum Korb ziehen und danken, obwohl er ein bisschen kleiner ist. Richtig schade für D-Wade, weil D-Wade hat einen vicious Crossover. Ey, googelt mal oder Alter, YouTube mal Dwyane Wade Crossover Mix oder Dwyane Wade Mix, whatever. Da findet ihr so krasse Clips von D-Wade. Coming in. Crossovers are effective because of their speed. When you look at Derrick Rose, he'll come at you, he'll do a crossover, and then he will blow by you because he's so athletic, he's so powerful and explosive. But I'm pretty sure it's going to be some guy that come along that's going to learn it and get it better than I got it, and his is going to be better than mine. Hopefully it's my son. Morgen kommt noch ein Video, Sonntag kommt noch ein Video und dann ist KobeBjoern uncut und KobeBjoern erstmal für 3 Wochen geschlossen. Wird ein harter Schritt für mich, ist das allererste Mal, dass ich das tun werde. 3 Wochen am Stück Pause, aber es muss sein und dann ab dem 28., 29. wird es dann jeden Tag so viel Content geben, it's gonna be crazy. Dann fängt die NBA-Saison auch wieder an. Danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.